Die Lettow-Vorbeck-Kaserne, bis 1964 neue Kaserne, war eine Garnison der Bundeswehr in Bad Segeberg, die zwischen 59 und 61 errichtet wurde. Ihren Namen erhielt die Kaserne 1964 nach dem preußischen General der Infanterie Paul von Lettow-Vorbeck. Sie beherbergte von 1961 bis 2008 hauptsächlich ein Panzergrenadierbataillon der Panzergrenadierbrigade 18 der 6. Panzergrenadierdivision. Sie umfasste etwa 28,96 Hektar. Nach ihrer Aufgabe durch die Bundeswehr Ende 2008 wurde sie 2011 an private Investoren verkauft, die Gebäudeeinrichtungen und Flächen für gewerbliche Nutzungen vermieten. Ja, und mit diesen einleitenden Worten, die ich übrigens Quellenangabe Wikipedia entnommen habe, heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin guter Dinge, dass wir hier ganz entspannt alles filmen können, da wir hier in diesem Gewerbepark eben alles entsprechend frei zugänglich haben. Und ja, ich schnapp mir jetzt mal eben den Hund, werde mir noch mal den Jäckskin überziehen und dann gucken wir uns hier mal um. Bis gleich. So, der Kenner wird unschwer sehen, dass wir uns hier im ehemaligen Wachbereich befinden. Und ich war hier, glaube ich, das letzte Mal irgendwie, ich glaube vor 3 Jahren war ich hier. Und das war aber auch an einem Wochenende, glaube ich. Hier war nichts zu tun, ne? Das war total ruhig alles hier. Und hier hat sich also dieser Levo-Park, der hat sich hier echt, ich glaube, seitdem stark entwickelt, würde ich so sagen. Also so nach meinem Gefühl her. Pass auf, wir haben hier erstmal hier draußen einmal diesen vorgelagerten Parkplatz, den man eigentlich auch bei jeder Kaserne irgendwo hat. Wo jetzt hier genau das Schild stand, wo Levo-Vorbeck drauf stand, das vermag ich euch nicht zu sagen. Allerdings haben wir hier offensichtlich die Einfahrten. Und wenn wir dann hier vorne hinkommen, dann ist das erste, worauf wir stoßen, natürlich das Wachgebäude, das ehemalige. Das wird jetzt hier irgendwie auch, glaube ich, von einer Firma genutzt. Diese Wachgebäude sind ja eigentlich auch immer recht hoch im Kurs. Da hinten seht ihr den ehemaligen Zellentrakt, da wo entsprechend die Fenster vergittert sind. Ja, und dann sieht das hier so aus. Dornfeld ist hier drin, Gas, Wasser machen die. Was mir hier auffällt, ist, wir haben hier gar keine Durchreiche an dem Wachlokal. Entweder hat man das noch mal irgendwann baulich verändert, wobei ich das jetzt nicht erkennen kann, ob das so ist. Oder die hatten halt keine Durchreiche, die haben das irgendwie anders gemacht. Ja, gute Frage. Nächste Frage. So sieht das Wachgebäude hier auf jeden Fall aus. Was auch schon mal festzuhalten ist, wir haben hier diesen typischen Klinker, den wir sehr oft im Norden haben, Schleswig-Holstein. Also alles, was wir bisher hier gefilmt haben, war ja irgendwie in Klinkerbauweise, vor allen Dingen in der roten Klinkerbauweise. So, hier links in dem Gebäude, was da früher mal drin war, weiß ich nicht. Heute ist da auf jeden Fall die Polizei drin. Ja, da will ich jetzt auch nicht länger drüber herfilmen, obwohl ich denke nicht, dass das irgendein Problem sein könnte, weil wir sind ja, wie gesagt, hier völlig auf öffentlichem Gelände. Dieses hier, wo jetzt, wie heißt das, Borns Kitchen drin ist, das weiß ich gar nicht, was das war. Das scheint also irgendwie ein Technikgebäude gewesen zu sein, hier aus der Legende werden wir nicht, nee, da werden wir nicht schlau draus. Hier stehen also nur die Namen, sage ich mal, der Straßen, wo wir uns dann hier befinden. Gut, hier kommen wir also dann auf den Kasernenbereich. Es geht links, es geht geradeaus, es geht nach rechts. So, hier rechts sehen wir erstmal offensichtlich, da haben wir den Teebereich. Ich sag mal, den Teebereich, den machen wir zum Schluss. Wir gehen die ganze Geschichte von der linken Seite an. Da vorne seht ihr auch schon das Heizkraftwerk. Ja, und da ist diese Borns Kitchen halt drin. Also irgendwie sind die da in so eines dieser ehemaligen Wirtschaftsgebäude reingegangen. Ja, da vorne sehen wir Schleppdächer und so weiter. Auch hier geschlossene, die waren vielleicht auch mal früher offen. Gucken wir uns gleich an. Das nennt sich hier auch Leopardstraße. Und jetzt bewegen wir uns erstmal hier vorne rüber und gehen mal hier nach links den Jaguarring entlang. Und dann gucken wir mal, oh, ich glaube da auf dem, ich glaube, das ist auch noch, ich bin sofort bei Ihnen, das ist, glaube ich, auch noch ein Relikt aus der vergangenen Zeit. Ja, so, da musste ich gerade mal eben aufhören zu filmen. Da kam doch einer der diensttuenden
Polizisten hier angefahren. Der wollte nur eben fragen, ob ich hier mal stationiert war. Ich habe ihm erklärt, was ich hier mache. Und er hat mir ebenfalls erklärt, dass er, oh Gott, auch über 10 Jahre bei der Bundeswehr war. Ja. Auf die Frage hin, welcher Dienst angenehmer sei, da wollte er sich enthalten. Also was das hier jetzt darstellen soll, das könnt ihr euch selber ausdenken. Das weiß ich nicht. Jemand, der mal hier stationiert war, könnte das eventuell wissen. Gut, wir gehen hier unseres Weges weiter. Wie gesagt, hier geradeaus in dem Gebäude, da ist jetzt die Polizei untergebracht. Und dann haben wir hier rechts auf jeden Fall schon mal den ersten Wohnblock. Wir haben ja auch die typischen Notausgänge von den BW 25 Schutzbauten, die hier überall natürlich auch verbaut sind. Gehen wir mal hier runter. So, das Ganze hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Pflegedienst unter anderem drin. Das nennt sich jetzt Jaguar Ring 2. Ja, da haben wir so einen Durchgang. Und wir haben hier auf der linken Seite auch noch mal so ein kleines Gebäude angeschlossen. Und da hinten durchgehend, da müssten wir den ehemaligen Unterrichtsraum sehen. Aber das ist dann schon wieder, glaube ich, gehört dann zu dem nächsten Gebäude. Ja, wir haben natürlich in jeder Kaserne immer wieder auch so ein bisschen unterschiedliche Struktur. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne eben hin und schauen mal. Das sieht ja auch recht spannend aus. Ist das denn hier ein ehemaliges Küchengebäude? Ich nehme es an, aufgrund der breiten Fensterfront da vorne. Aber wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal eben einmal hier hoch. Schauen mal, ob wir hier auch noch Zeichen von früher finden. Ob hier auch vielleicht ein Mannschaftsheim oder was auch immer drin war. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, was das hier mal gewesen ist. Ist auf jeden Fall irgendwie auch ein Wirtschaftsbereich. In irgendeiner Weise wird es das gewesen sein. Ja, gut, wir gehen weiter. Da reingucken werde ich jetzt nicht. Das ist mir dann irgendwie zu aufdringlich, zu neugierig, möchte ich sagen. Ich glaube auch, wir werden es alle überleben, wenn wir jetzt nicht sehen, wie es da drin aussieht. Und dann gehen wir hier aber dennoch einmal zu diesem Eingangsbereich, weil das ist ja auch alles frei begehbar. Das können wir noch mal eben drüber herfilmen. So sieht das hier aus. Das scheint hier aber irgendwie auch nicht in weiterer Nutzung zu sein. Ja. Gut, komm, wir gehen weiter. Alles Jod. Gehen wir hier die Kaserne mal lang. Also von oben sieht einiges auch aus, als wenn es eben ungenutzt ist. Ich glaube, das ist dieser Bereich, den man auch von oben sieht, wo man sagt, ja, da spielt sich wohl nichts drin ab. Autos stehen hier dennoch überall. Ach, da hinten, glaube ich, das ist das Ding, wo man sagt, das ist so ein bisschen auf Neudeutsch lost. Ja, gehen wir auf jeden Fall jetzt hin. Kann auch irgendwie sowas sein wie die OHG oder die UHG. Ja, ich denke, dass das hier irgendwo in diesen Gebäuden wird sowas drin gewesen sein. Weil das wirkt hier, wenn man das so sieht, es wirkt schon bald an, als wenn hier so eine Art Kirchenraum auch war. Aber das habe ich auch noch nie gesehen in der Kaserne, dass wir da so solche Gebäude haben. Von daher mutet das wohl nur so an. Ja, es ist schöner Wind natürlich. Was habe ich nicht mit? Das Mikrofon habe ich natürlich nicht mit. Warum auch? So, also ja, also hier ist irgendwie eine Anlieferung. Da vorne wird, also ich nehme an, der Küchenbereich gewesen sein. Wir gehen jetzt einmal hier vorne hoch. Ich glaube, die Firma, die da auf dem Schild stand, die wird es hier wohl nicht mehr geben.
das ist, glaube ich, hier das einzige Gebäude, welches wirklich leer steht. Das ist natürlich auch, hat natürlich auch einen besonderen Charme. Ne? Hier vorne dieses, ja, diese Betoneinfassung da für diese Zierpflanzen. Dann haben wir hier noch einen Kellerabgang, der dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch in so einen typischen Bundeswehr-Schutzbau reinführt. Gehen wir aber nicht, da gehen wir aber nicht hin. Gucken einmal von hier. Ja, also ich nehme an, dass das hier wohl die OHG gewesen ist. Macht mir sehr den Eindruck nach so einem Veranstaltungsort. Gucken, ob wir hier vernünftig rumgehen können. Ja, hier hinten ist dann schon wieder Schluss. Vielleicht war da unten mal ein Teich angelegt, vielleicht. Ich halte da mal einmal so die Kamera vor. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was drin sehen. Hier finde ich es jetzt nicht dramatisch, wenn man hier mal reinfilmt, weil hier ist ja nichts. Ja, wir gehen noch einmal rechts um das Gebäude, von hier aus gesehen. Ja, und dann schalte ich euch, wenn wir da sind, wieder zu. Ja, da war ein Hase. Also das ist hier von der anderen Seite der Blick auf das Gebäude. Hier vorne haben wir ja wahrscheinlich auch einen ehemaligen Parkplatzbereich. Ja, da sehe ich schon so weiße Markierungen. Da hinten steht auch so eine schöne alte Lampe, aber da ist kein Glas mehr drin. Gut, ja. Wir haben die Ecke hier abgefilmt. Noch mal eben kurz schauen, was da für eine... Da war ein Hundezentrum. Okay, ja, das war da mal drin. Das ist da wohl, glaube ich. Das ist da mit Sicherheit nicht mehr drin. Sagen wir mal so. Ja, dann gehen wir hier vorne noch mal eben gucken. Hier links haben wir entsprechend auch noch irgendwelche Wirtschaftsgebäude aus vergangenen Tagen. Übrigens, das hier, bevor ich das vergesse, ist natürlich auch wieder ein Mitmachvideo für all diejenigen, die mal hier waren. Hier ist jetzt, was ist da drin? Straßenmeisterei hier, Autobahn. Autobahn ist da irgendwie drin. Ja, dieses Hundezentrum Levodogs, Außengelände. Ja, vielleicht haben die da noch ein Außengelände, weiß ich nicht. Im Gebäude sind sie nicht. Jetzt habe ich hier vorne auch noch so ein Teil. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob das hier früher schon stand, diese kunstvolle Apparatur, oder ob die erst später gekommen ist. Ich finde das jetzt auch nicht so interessant. Ich filme das einfach mal ganz grob drüber her. Ansonsten hat man das hier ganz schön angelegt. Man kann sich hier auf jeden Fall auch mal hinsetzen. Hat recht große, breite Bänke dafür installiert auf diesem Rasen. Ja. Und ansonsten haben wir hier eben halt einen weiteren, ja, doch, ist ein ehemaliger Wohnblock. Ja, genau. Da vorne wieder Unterrichtsraum, rechts auch ein Unterrichtsraum. Ja, wir gehen jetzt mal hier die Straße weiter. Dann gucken wir mal. Hier gibt es natürlich auch noch irgendwo einen Sportplatz und so weiter. Mal schauen, was die Eindrücke hier noch so hergeben. Bis gleich. Ja, das Gebäude, wo wir gerade von vorne gefilmt hatten, mal eben von hinten. Wir haben hier diese ganzen Notausstiege alle auch beplankt, also sprich, das sind auch alles Sitzmöglichkeiten. Hier zur Linken ist Parkplatzbereich und da hinten, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben auch irgend so eine Aufnahmeeinrichtung hier. Das, ja, mutet mir schon irgendwie so an, dass das davon ist. Ja, alles hier schön überdacht. Die ganze Sache kann man immer auf jeden Fall trockenen Fußes zum U-Raum. Ja, wir können ja eben gucken, was wir da so drin haben. Ich halte nur mal eben kurz drauf, dass man mal einen Eindruck hat, wer sich hier so niedergelassen hat. Und natürlich muss man auch sagen, wenn man das hier sieht, das ist natürlich auch wieder absolut gelungene Konversion. Ja? Das ist schon spannend, dass manche Kommunen das so gut hinbekommen, ja, und andere da überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Naja, die Umstände und so, die kenne ich natürlich auch nicht. Gut, wir gehen hier weiter. Hier bei diesem hohen Zaun, also das sieht mir aus, als wenn dahinter, wenn man da auch nicht hinkäme. Das ist bestimmt hier der Bereich, wo diese Erstaufnahmeeinrichtung oder was weiß ich, was für eine Aufnahmeeinrichtung da ist. Auf jeden Fall, das wird das hier sein. Da kommt man wahrscheinlich nur durch irgendeinen von irgendeinem Wachdienst bewachten Eingang rein.
Ja, soll uns jetzt auch nicht weiter stören. Wir haben hier die 106a, ich weiß nicht, wie die früher mal hießen. Ob man hier gewisse Bezeichnungen auch übernommen hat. Hier ist auf jeden Fall Jaguar Ring 8. Kreis Segeberg ist da zum Beispiel drin. Ja, die machen da alle was. Gut. Hier geht es weiter. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt super spannend. Ich gehe mal bis zum Ende der Straße und dann nehme ich euch wieder dazu. Am Ende der Straße angekommen, das heißt rechts da hinten, wo die Absperrbarke stehen, da kamen wir her. Und ihr seht hier schon wieder diesen Zaun. Und ja, das ist langsam ein bisschen blöd, weil ich dachte, okay, es hört ja wohl irgendwann mal auf mit dem Zaun. Ne, hört es aber nicht. Wir könnten hier wunderbar noch geradeaus weitergehen. Da gibt es auch noch Dinge, die ich euch gerne zeigen wollen würde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dieser Zaun bis da hinten durchzieht und dass wir lediglich diesen Bereich, diesen T-Bereich, dass wir den noch filmen können. Und der Rest wird uns wohl leider verborgen bleiben. Das ist nicht so schön. Da vorne läuft einer. Ja, das ist ein großes Loch drin. Ja, hier machen wir mal, auf jeden Fall werden wir hier einmal kurz reinschauen, um mal zu gucken, wie das da überhaupt aussieht. Finde ich jetzt auch nicht zu neugierig, das finde ich absolut legitim. Es ist ja hier ein riesen Loch drin. Oh Gott, okay. Ja, ich muss es euch gar nicht zeigen. Da hinten ist eine Schranke, da hinten ist auch die Zufahrt zu dem Gelände. Also das ist hier komplett abgetrennt. Und ich sage euch, es lohnt sich nicht, da durchzugucken. Deswegen habe ich es auch nicht gefilmt. Macht einfach keinen Sinn. Gut, das ist ein bisschen schade, weil wir da hinten nämlich auch irgendwie den Sportplatz und so weiter haben. Und ich hatte gedacht, dass ich euch wenigstens davon noch ein paar nette Eindrücke zeigen kann. Aber ja, das wird hier leider so ein bisschen kastrierte Aktion werden. Das ist schade. Ja, also hier vorne haben wir auf jeden Fall die ganzen Schleppdächer und so weiter. Hier haben wir so einen kleinen Polschuppen. Hier steht Containerstellplatz. Tonnen mit unrechten Kraftstoffen ist verboten. Ja, das wird wahrscheinlich von der Bundeswehr auch schon für irgendwelche Container ja, eventuell schon genutzt worden sein. Die Schilder sehen schon ziemlich alt aus. Was haben wir hier? Heizung und Sanitärtechnik haben wir auch noch eine Firma. Ja, so, da ich weiß, dass ganz viele Firmen immer mit ihrer Technik und so rumhampeln und da hadern und man filmt da was und so, ja, letztendlich, Leute, ob ich das filme, ob ich das nicht filme, ne? Es ist sowieso öffentlich zugänglich. Ich würde schon mal sagen, ich filme das hier nur einmal so grob drüber her. Gehe jetzt da hinten einmal links um die Ecke und wenn da noch was ist, wo ich sage, ja, ist okay, da kann man filmen, ne, da wird keiner weinen, dann mache ich das. Aber jetzt hier ins Detail werde ich dann nicht mehr gehen. Ja, harter Tobak. Harter Tobak. Ja, es ist windig und ja, die Kaserne ist schön weiter genutzt. Und nein, dass der Bereich da hinten komplett abgesperrt ist und ich ihn nicht begehen konnte, finde ich nicht gut. Deshalb sind wir hier auch schon am Ende des Videos, weil, wie gesagt, das Einzige, was wir hier noch haben, ist dieser T-Bereich. Und da steht jetzt so viel neues Zeug auch, was dann die Eindrücke versperrt. Neu im Sinne von, was hier nicht hingehört. So neu ist das hier nicht, was hier liegt und steht. Beende ich jetzt auch aller Wahrscheinlichkeit nach an dieser Stelle das Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, ist ein bisschen schmal ausgefallen, das Ganze hier, aber die Umstände sind eben nun mal leider so, wie sie sind. Lasst gerne ein Abo da, schreibt wie gesagt was in die Kommentare, wenn ihr hier zu dem Standort was sagen könnt, wenn ihr stationiert wart, hier zum Beispiel. Könnt mich auch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und ja, dann sage ich mal, ich filme da vorne gleich noch eben was, ohne das zu kommentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.